Hallo, ich bin Raffaele Iuliucci und ich zeige dir heute, wie man Milch aufschäumt. Dies kannst du für unterschiedliche Milchspezialitäten wie Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee verwenden. Ich empfehle eine Milch mit 3,5% Fettgehalt, weil der Schaum dadurch vollmundiger und besser schmeckt. Im ersten Schritt fülle ich mein Milchkännchen bis zur Hälfte mit kalter Milch auf. Die Milch sollte schon kalt sein, da wir dann in der Ziehphase genug Zeit haben, Milchschaum zu produzieren. Die Füllmenge des Milchkännchens ist wichtig. Habe ich zu wenig Milch, erhitzt sich Milch zu schnell und kann dadurch kein Milchschaum mehr produzieren. Habe ich zu viel Milch, habe ich wenig Platz, die Rollphase durchzuführen, um meine gewünschte Temperatur von 65 Grad zu erreichen. Bevor wir starten, befreien wir die Dampfpflanze vom Kondenswasser. Hierbei betätige ich das Ventil, bis Dampf kommt. Dann schließen wir das Ventil wieder und führen die Dampfpflanze 2 cm in die Milch. Jetzt öffnen wir das Ventil und es beginnt die Ziehphase. Durch langsames Bewegen abwärts des Milchkännchens führe ich Luft in meine Milch und produziere somit meinen Milchschaum. Und wenn du ein leises Schlürfen hörst, bist du auf dem richtigen Weg. Und wenn die Milch schreit, verändere deinen Winkel oder verlangsame deine Bewegung nach unten. Habe ich 2/3 von meinem Volumen erreicht, beginnt die Rollphase. Hier tauche ich wieder mit meiner Lanze 2 cm in die Milch und lasse nur noch aufrollen und bis zu 65 Grad Temperatur aufsteigen. Während der Rollphase taste ich ab und an mit der Handinnenfläche an mein Kännchen. So erkenne ich, ob ich meine gewünschte Milchtemperatur erreicht habe. Habe ich meine gewünschte Temperatur erreicht, schließe ich das Ventil und reinige die Lanze mit einem feuchten Tuch. Dabei öffne ich wieder das Ventil und lasse das Kondenswasser wieder ab, bis Dampf kommt. Sollte sich beim Aufschäumen Bläschen auf meiner Milchschaumklinge gebildet haben, so kann man die durch Klopfen auf den Tisch oder Schwenken der Milch auflösen. Und hier nochmal 2 Tipps für unsere Latte Art-Fans. Einmal das Kännchen, würde ich euch empfehlen, ein Kännchen zu verwenden mit einer spitzen Nase. Damit lässt sich viel feiner und präziser mahlen. Und zweitens, die Milch für Latte Art sollte einen geringen Milchschaumanteil haben. Das ergibt sich dadurch, indem ich die Ziehphase ziemlich gering halte und dadurch eine längere Rollphase benötige. Und hier nochmal ein Tipp für unsere Veganer. Es gibt mittlerweile auch Barista-Milch, die sich sehr gut aufschäumen lassen und ein gutes Produkt ergeben. Einziger Nachteil, die fallen schneller zusammen als herkömmliche Milch. Aber probiert es aus, werdet zum Latte Art Meister und habt viel Spaß.